Ja, moin moin, heute bei Haderlump in Berlin, Neukölln. Heute wird's bunt, aber was genau, sehen wir uns innen drin an. So, jetzt sind wir im Atelier. Nicht ganz, wie man sich's vorstellt, aber Johann erklärt, was hier passiert. Hi, ich bin Johann vom Haderlump Atelier Berlin und wir machen einen Mix aus Upcycling und Recycling und heute geht es besonders darum, wie wir alte Lederstoffe wieder aufbereiten. Wir haben heute verschiedene Lederarten einmal umgefärbt und einfach mal ausprobiert, was alles so möglich ist, um quasi den Designprozess zu erweitern. Und ich bin sehr erstaunt, was es für Möglichkeiten gibt. Und ja, dass es doch eigentlich relativ simpel ist und dass es viel zu wenig gemacht wird, weil man kann aus einfach alten Sachen wirklich richtig spannende neue Dinge entstehen lassen. Und Anna ist zum Beispiel jetzt auch schon seit ein paar Minuten damit beschäftigt, einfach ein relativ langweiliges braunes Leder einmal komplett umzufärben. Genau, mit einem Schwamm und mit etwas Farbe. Hier haben wir noch einmal einfach Lederfarbe aufgetragen auf ein altes Stück Ärmel von einer Lederjacke, damit man nochmal schöne Strukturen reinkriegt, damit das Ganze einfach nochmal spannender wird und quasi diese alten Falten man quasi aufgreift und dann nochmal einfach wie Pinselstriche nochmal Struktur reinbekommt, das ganze Material. Ja, das Schöne ist heute mal, dass man wirklich sich in der Kreativität freien Lauf lassen kann. Man kann mal Dinge tun, die sonst ein No-Go sind, also nur mit dem Schwamm tupfen oder Flüssigleder zu dick auftragen und so weiter. Ja, mir macht es auch mal richtig Spaß. Schön, dass die Produkte gar nicht die Grenzen haben, wo wir es immer jeden Tag glauben, sondern hier kann man wirklich mal richtig was rausholen. Und bin ziemlich beeindruckt auch, was so aus dem Stegreif von euch und deinen Leuten mal eben so gemacht wird. Hammer. Ich finde Leder einfach ein ganz, ganz doll spannendes Material, dadurch, dass es einfach sehr, sehr strapazierfähig ist und es ist sehr dankbar zu verarbeiten. Und wir haben halt vorher schon ein paar Mal mit Farben gearbeitet bei Produkten und ich finde es halt auch ganz cool, wenn es so ein bisschen used ist. Aber das Problem ist einfach, dass wenn man da mit normalem Lack raufgeht, das ist nicht sonderlich haltbar, kann natürlich auch was Schönes dabei entstehen, aber es ist quasi für den eigentlichen Verkauf nicht so geeignet und dafür braucht man auf jeden Fall schon professionellere Farben. Und genau, dadurch, dass ich halt einfach gern damit arbeite, ist es einfach eine tolle Möglichkeit, die Produktpalette zu erweitern. Ja. Wir haben auch zum Beispiel auch mittlerweile Kleider gemacht aus alten Lederresten und dann quasi einfach wirklich Farbe über Farbe raufgeschmiert, damit es dann wirklich nochmal einen ganz besonderen Effekt einfach hat. Und genau, wir haben auch jetzt zum Beispiel den ersten Prototypen gemacht. Wir hatten ganz viel Leder geschenkt bekommen. Und ich fand diesen Braunton einfach nicht schön. Und wir haben dann noch einmal einen Prototypen fertig gemacht, den wir jetzt quasi angemalt haben. Kann ich euch gerne mal zeigen. Also das war das recycelte Leder, was wir uns gekauft haben. Und daraus haben wir dann zum Beispiel die ersten Prototypen gemacht. Da hat mir dann allerdings aber einfach die Farbe nicht so gefallen und das wollte ich dann halt einfach ändern. Und da hatten wir quasi Design und Schnitt nochmal besprochen. Und dadurch, dass wir jetzt dann einfach nochmal einen Prototypen gemacht haben, der dann quasi mehr oder weniger dann vom Design und vom Schnitt her stand und von der Verarbeitung her. Und dann haben wir jetzt einfach mal mit Farben quasi ausprobiert, wie das Ganze dann aussehen könnte und einfach heute mal ausprobiert. Ich bin auf jeden Fall mit den Tagesergebnissen sehr zufrieden und fahre demnächst nach Göttingen und lade mir ein bisschen was ein an Farben. Ja, haderlump.berlin, das ist die Webseite, wo man solche Sachen bekommt. Ja, junge, kreative Berliner, Neuköllner, die aus alten Dingen wunderschöne neue Sachen machen. Und ich denke, das ist der Schritt in die Zukunft. Also schaut vorbei bei haderlump.berlin. Und auch wenn ihr mal kreativ sein wollt, ruft im Lederzentrum an. Wir sind für alles bereit.